Aber die Menschen draußen wissen, wohin der Abbau von Minderheitenrechten führt. Sie wissen, dass Demokratie nicht nur die Herrschaft der Mehrheit bedeutet, sondern auch das Recht des Schutzes der Minderheit inkludiert. Und wir werden auch in den nächsten Wochen und Monaten in Thüringen weiter aufklären, wer hier die parlamentarische Tradition bricht, wer hier Recht und Gesetz biegt, nur um die eigenen Machtoptionen nicht aus der Hand zu geben. Und ich sage Ihnen, sehr geehrte Kollegen, im Rückblick auf das, was ich gerade skizziert habe, es wird kein Weiter so geben, auch wenn Sie sich an Ihre Macht festklammern. Nach Fest kommt ab. Hey Leute, was für ein politisches Erdbeben. Björn Höcke zerlegt das Wahlergebnis und stellt klar, die Altparteien haben verloren. Die AfD ist der klare Gewinner. Doch statt Veränderungen gibt's nur Panikmache und Tricksereien. Die Brandmauer wird hochgezogen, demokratische Regeln gebogen. Was das für Deutschland bedeutet, das erfahrt ihr jetzt. Also bleibt dran. Schreibt in die Kommentare, was ihr von Höckes Analyse haltet. Lasst ein Like da, wenn euch die Wahrheit wichtiger ist als die politische Show. Und abonniert für mehr klare Worte. Auf geht's! Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, sehr geehrte Besucher auf der Tribüne. Die Bundestagswahlen haben gezeigt, das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland ist in Bewegung geraten und immer mehr Menschen in unserem Land erkennen, es kann kein Weiter so geben. Immer mehr Menschen in Deutschland wollen Veränderung. Die CDU, sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, ist unter 30% gefallen. Das ist das zweitschlechteste Ergebnis seit dem Jahr 1949. Die SPD fährt sogar ihr historisch schlechtestes Ergebnis bei einer nationalen Parlamentswahl ein. Seit 138 Jahren landete sie niemals zuvor in diesem Bereich. Das BSW, das monatelang von den Medien hochgeschrieben worden ist, scheitert im Bund an der 5%-Hürde, auch weil die Gier nach Ministerposten im Osten so groß war. Man muss es so in diesen Zusammenhang bringen. Die Gier nach Ministerposten des BSW im Osten hat die Bundestagskarriere von Sarah Wagenknecht beendet. Das sind die Wahlverlierer. Einen Wahlgewinner gibt es, das ist die AfD. 10,3 Millionen Stimmen, ein Zugewinn von 100%. Alle die Menschen, die Veränderung in Deutschland und für Deutschland wollen, haben uns ihre Stimme geschenkt und haben uns ihr Vertrauen geschenkt. Und wir werden dieses Vertrauen nicht enttäuschen. Schauen wir in Bezug auf die Bundestagswahl nach Thüringen. Die CDU landet bei 18,6%. Das BSW stürzt als Scheinalternative enttarnt auf 9,4%. Über die anderen Parteien muss ich nicht weiter sprechen. Die Thüringer haben nicht nur die Ampel im Rahmen der Bundestagswahl abgewählt, sie haben auch der Bromberg-Koalition in Thüringen die rote Karte gezeigt. Die einzige Kraft, die in fast historisch einzigartiger Art und Weise dynamisch wächst, das ist die blaue Kraft, das ist die AfD. 4 Wahlkämpfe im letzten Jahr, die Kommunalwahlen bei 25,8% beendet. Damals sind wir nicht in allen Gebieten angetreten. Bei der EU-Wahl waren es schon 30,7%, bei der Landtagswahl waren 32,8% und bei der Bundestagswahl sensationelle 38,6%. Die AfD Thüringen war der stärkste Landesverband aller AfD-Landesverbände. Und wir haben mehr Stimmen in Thüringen als sämtliche Parteien der regierungstragenden Fraktion. Und darauf sind wir sehr stolz und danken auch hier dem Thüringer Souverän für dieses klare Votum. Aber statt Veränderung bekommen die Wähler auch in Thüringen von den Kartellparteien mehr Wagenburg-Mentalität. Sie bekommen eine undemokratische Brandmauer. Sie bekommen den Bruch einer 150-jährigen Parlamentstradition. Ja, der Parlamentspräsident, sehr geehrter Herr Parlamentspräsident, Herr Dr. König, hätte uns als Amt eigentlich zugestanden, denn wir waren der klare Wahlgewinner im Rahmen des Landtagswahlkampfes und der Landtagswahlen. Und sie bekommen, die Thüringer, eine
Regierungskoalition, die keine eigene Mehrheit hat, und auf die Stimmen der Mauermörderpartei der Linken angewiesen ist. Sie bekommen darüber hinaus Geschäftsordnungsänderungsanträge, die dieses Plenum beraten werden sollen, die auch auf die Beseitigung von Oppositionsminderheitenrechten abzielen. Für uns ein klarer Eingriff in das Oppositionsprivileg des Artikels 59 der Thüringer Landesverfassung. Bewährte und eingespielte Quoren sollen durch diese Änderung der Geschäftsordnung beseitigt werden. Für bestimmte parlamentarische Entscheidungen, die bisher eine Zweidrittelmehrheit benötigten, sollen jetzt einfache Mehrheiten ausreichen. Das Ziel ist klar. Die AfD soll weiterhin, wie seit 10 Jahren, wer blockiert hier wen, sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, auf keinen Fall in Entscheidungen eingebunden werden, auf keinen Fall in die Kommunikation im Vorfeld von Entscheidungen eingebunden werden. 1/3 der Wähler wird weiterhin systematisch in Thüringen und sogar noch verstärkt in den Skat gedrückt. Aber die Menschen draußen wissen, wohin der Abbau von Minderheitenrechten führt. Sie wissen, dass Demokratie nicht nur die Herrschaft der Mehrheit bedeutet, sondern auch das Recht des Schutzes der Minderheit inkludiert. Und wir werden auch in den nächsten Wochen und Monaten in Thüringen weiter aufklären, wer hier die parlamentarische Tradition bricht, wer hier Recht und Gesetz biegt, nur um die eigenen Machtoptionen nicht aus der Hand zu geben. Und ich sage Ihnen, sehr geehrte Kollegen, im Rückblick auf das, was ich gerade skizziert habe, es wird kein Weiter so geben, auch wenn Sie sich an Ihre Macht festklammern. Nach Fest kommt ab. Und die Bromberg-Koalition ist die letzte Verteidigungslinie vor der absoluten Mehrheit der AfD. Denn die Menschen gerade in Thüringen wissen, Wohlstand, Identität und Einigkeit und Recht und Freiheit und Zukunft für unser deutsches Vaterland und den Freistaat Thüringen wird es nur mit der AfD als Kraft der grundsätzlichen Erneuerung geben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Björn Höcke hat mit dieser Rede mal wieder den Nagel auf den Kopf getroffen. Während die Altparteien ihre historischen Wahlschlappen schönreden, hält er ihnen ungeschönt den Spiegel vor. CDU und SPD verlieren massiv an Vertrauen. Das BSW scheitert krachend. Und warum? Weil es von Anfang an keine echte Alternative war, sondern nur eine Karrierestation für machtgierige Politiker. Höcke bringt es perfekt auf den Punkt. Die Gier nach Ministerposten hat dem BSW das Genick gebrochen. Wagenknecht, die von den Medien zu großer Hoffnung hochgejubelt wurde, steht jetzt mit leeren Händen da. Und ihr eigener Verein wird so schnell in der Versenkung verschwinden, wie er aufgetaucht ist. Die Wähler haben längst erkannt, dass es keine halben Sachen braucht, sondern eine echte Veränderung. Und während sich die Blockparteien weiter an ihre Macht klammern und die Demokratie nach ihren Regeln zurechtbiegen, wächst die einzige Kraft, die tatsächlich etwas bewegen will, die AfD. Höcke hat nicht nur die Zahlen auf seiner Seite, sondern auch die Wahrheit. Und das macht ihm für das Establishment so gefährlich. Bis zum nächsten Mal. Bleibt kritisch und wachsam.